Ja, es ist mal wieder Zeit für so ein Video. Der Mighty Plus aus dem Hause Storz und Bickel gegen den Angus von der Firma Ilvape. Beide Geräte gehören zur Gattung der portablen, akkubetriebenen Vaporizer zur Verdampfung von Trockenkräutern und spielen in der gleichen Liga. Hierbei ist der Mighty der alte Platzhirsch, an dem sich, wenn wir den Mighty OG mal mit einbeziehen, seit fast einer Dekade jetzt alle Geräte in dieser Kategorie messen müssen. Der Angus von Ilvape hingegen ist eine Neuentwicklung, bei der eine Halogenbirne als Heizmittel und kleine Glaskügelchen als thermischer Speicher verwendet werden. Nun bewege ich mich mit diesem Verse-Video als Reviewer auf ganz dünnem Eis. Der Mighty hier polarisiert die Szene wie kein anderes Gerät. Ich vermute mal, dass ca. 70% der vapenden Menschen den Mighty über alles lieben und ihn verteidigen wie eine Löwenmutter ihr Junges. 20% der Szene bekommen Plack, wenn sie den Mighty nur sehen und beten täglich inständig darum, dass endlich der allmächtige Mighty Killer am Vape-Horizont auftaucht, um den Kollegen hier von seinem Thron zu stoßen. Und ich würde mal sagen, nur 10% der Szene geht der Mighty tatsächlich am allerwertesten vorbei. Um nun sicher über dieses Eis zu gelangen, habe ich mich dazu entschlossen, dieses Video folgendermaßen aufzubauen. Wir werden die beiden Geräte hier in verschiedenen Kategorien betrachten und zunächst einfach nur die Fakten gegenüberstellen. Anschließend gebe ich dann eine objektive, kurze technische Erläuterung zu den Fakten ab. Dabei werde ich auf die Technik dieser beiden Geräte hier nicht in die Tiefe eingehen. Dazu gibt es zu beiden Geräten ein jeweils eigenes Review, wo wir wirklich jedes Detail der Geräte eingehend besprechen. Falls ihr die noch nicht kennt, verlinke ich euch hier oben mal in der Infobox. Nun lasst uns aber einmal auf die Kategorien schauen, in denen wir die beiden Kontrahenten hier gegenüberstellen werden. In der ersten Runde betrachten wir die Geräte selbst und vergleichen Abmessungen, Gewicht, verwendete Materialien und die Verarbeitungsqualität. Dann setzen wir den Funktionsumfang und die Bedienungsfreundlichkeit in Relation und werden die Akkutechnik der beiden Geräte miteinander vergleichen. Anschließend schauen wir dann mal auf die verschiedenen Heizsysteme. Und nachfolgend reden wir dann auch über die beiden Kühleinheiten der Geräte. Im Fazit sprechen wir dann darüber, welche Pros und Cons ich bei den beiden Geräten im Vergleich sehe und wie sich der Dampf der beiden Geräte unterscheidet. Dann werden wir noch darüber reden, für welchen Vape-Typen ich welches der beiden Geräte hier empfehlen würde. Na, wenn sich da heute das Dranbleiben mal nicht wieder besonders lohnt. Heute wird's wieder episch. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. In der Vergangenheit hatte mich ja öfter die Frage erreicht, Tiny Might 2 oder Mighty Plus. Dazu hatte ich euch ja dann auch ein Video gemacht. Unter der Prämisse damals, dass man die Geräte eigentlich gar nicht wirklich miteinander vergleichen kann, da sie zu einer komplett anderen Gerätekategorie gehören. Das ist jetzt heute anders. Heute stellen wir dem Mighty Plus mit dem Angus einen Vapo gegenüber, der exakt in der gleichen Kategorie angesiedelt ist, obgleich sich die beiden Geräte einer komplett verschiedenen Technik bedienen. Wer meine Reviews hier zu den einzelnen Geräten schon gesehen hat, weiß auf jeden Fall, dass ich beide der Geräte hier für gut befunden habe. Mit diesem Video möchte ich euch dann eher eine Entscheidungshilfe geben, welches
der beiden Geräte hier denn eher zu eurem Vape-Verhalten oder eher zu euren Ansprüchen an einen Vapo passt. Bevor wir aber nun die Spiele für eröffnet erklären, geht ein riesen dicker Dank an die Lieben von Verdampft Normal raus. Diese beiden Geräte hier wurden mir zu Review-Zwecken von Ihnen zur Verfügung gestellt. Den Shop von Verdampft Normal kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Die Fachberatung und der Kundenservice sind dort hervorragend und über die Geschwindigkeit des Versands staune ich seit nunmehr 13 Jahren. Das Warensortiment von Verdampft Normal ist in meinen Augen das bestausgewählteste und feinste in ganz Europa. Verdampft Normal ist für mich schlicht und einfach die Vapo-Bude Nummer 1 mit Herz. Und wenn ihr mögt, was ich hier mache und ihr meinen Kanal unterstützen wollt, findet ihr unter dem Video einen Link, der euch zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage führt. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdampft Normal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Was da an Geld eingespielt wird, das kommt diesem Kanal hier dann auch direkt wieder zugute. Herzlichen Dank für euren Support. Aber nun lasset die Spiele beginnen. Runde 1. Abmessungen, Material, Verarbeitung. Der Mighty Plus hier hat eine Höhe von 14 cm, eine Breite von 8 cm und in der Dicke misst er 3 cm. Er bringt 230 Gramm auf die Waage. Der Angus hier hat eine Höhe von 12,5 cm, in der Mitte eine Breite von 3 cm und in der Tiefe sind es dann 7,5 cm. Bei einem Gewicht von 430 Gramm mit eingebauten Akkus. Das Mighty Gehäuse sowie seine Kühleinheit und auch das Mündenstück hier sind komplett aus einem Kunststoff gefertigt, der für die medizinische Anwendung freigegeben ist. Das Heizelement im Inneren ist aus Edelstahl. Beim Angus hier ist der eigentliche Körper des Gerätes in Walnussholz ausgeführt. Bei der Kühleinheit hier oben kommt Peak zum Einsatz, auch ein Kunststoff, der für die medizinische Anwendung freigegeben ist. Des Weiteren sind in der Kühleinheit hier unten Edelstahl sowie hier oben Glas am Mundstück verbaut. Die Kräuterkammer des Mighty Plus hier ist keramisch beschichtet und kann 0,15 Gramm an Trockenkraut aufnehmen. Sie lässt sich sehr einfach von oben befüllen und durch ihre konische Form auch wieder sehr einfach entleeren. Die Kräuterkammer des Angus hier ist aus 316L Edelstahl gefertigt und nimmt 0,25 Gramm Trockenkraut auf und ist somit etwas größer als die Kammer des Mighty Plus. Sie ist von innen ganz geradwandig ausgeführt, was ein Werkzeug zum Entleeren dann nötig macht. Wo wir nun die Maße und das Material dieser beiden Geräte einmal angeschaut haben, halte ich hier sie einfach noch einmal nebeneinander und ihr könnt sehen, dass der Angus ungefähr um eine Kühleinheit Breite hier kürzer ist als der Mighty Plus. Aber von ihren Abmessungen her spielen sie schon in der absolut gleichen Liga der, sagen wir mal, Handtaschen oder auch Rucksack-Vapes. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist der Gewichtsunterschied. Die 200 Gramm, die der Angus hier mehr auf die Waage bringt, die fühlt man dem Gerät dann auch durchweg an. Bei den verwendeten Materialien wird doch nun auch bei objektiver Betrachtung niemand außer Frage stellen, dass hier beim Angus die edleren Materialien verbaut worden sind. Nichtsdestotrotz muss man aber sagen, dass der Mighty Plus sich auch durchweg in seinem Kunststoffkleidchen wertig anfühlt. Ja, das ist so. Bei der Verarbeitungsqualität habe ich bei beiden Geräten hier absolut nichts zu bemängeln und beide geben einem auch durchaus das Gefühl, einen High-End-Vape in der Hand zu halten. Runde 2. Funktionsumfang und Bedienung.
Um den Mighty Plus hier in Gang zu setzen, hat er vorne einen orangefarbenen Einschaltknopf. Einmal drauf gedrückt und das Gerät ist an. Dann sehen wir hier ein Display, welches uns mit den wichtigsten Informationen versorgt, nämlich der Soll- und der Ist-Temperatur sowie dem Akkuladezustand. Da der Mighty Plus über ein digitales Interface verfügt, kann die gewünschte Temperatur mittels dieser beiden orangefarbenen Taster hier gradgenau eingestellt werden. Durch ein Vibrationssignal teilt der Mighty Plus dann mit, dass die voreingestellte Temperatur erreicht wurde und das Gerät nun genutzt werden kann. Den Angus hingegen erwecken wir mit einem Triple-Klick zum Leben. Nach dem Einschalten zeigt uns der Angus nun den Ladezustand der Akkus an. Wenn der komplette Außenring des Schalters beleuchtet ist, sind die Akkus randvoll. Mit abnehmendem Ladezustand erlöschen dann nach und nach 5 LEDs gegen den Uhrzeigersinn. Durch einen weiteren Druck auf dem Taster können wir dann in die Temperaturvorwahl gehen. Der Angus verfügt über ein Temperaturspektrum zwischen 180 und 230 Grad Celsius. Hierbei symbolisiert die LED auf 11 Uhr 180 Grad, die nächste Stufe entspricht dann 180 Grad, dann folgen 200, 210 und 220 Grad. Durch die eingebaute Boost-Funktion kann der Angus dann nochmal um 10 Grad auf 230 Grad erhöht werden. Diese löst ihr aus, indem ihr den Knopf dann gedrückt haltet. Über das Erreichen eurer jeweils vorgewählten Temperatur informiert euch auch der Angus dann mittels eines Vibrationssignals. Wenn wir jetzt einfach einmal objektiv auf die Bedienung der Geräte schauen, dürfte auch außer Frage stehen, dass der Mighty Plus wesentlich einfacher zu bedienen ist. Einmal klicken, an, Temperaturvorwahl, ziehen, fertig. Durch die Einknopfbedienung beim Angus braucht es dann durchaus ein paar koordinierte Klicks mehr, um zu der gewünschten Voreinstellung zu gelangen. Das ist jetzt weiß Gott nicht kompliziert, aber für Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten ist es aber durchaus erwähnenswert. Durch die Möglichkeit der gradgenauen Einstellung beim Mighty Plus besteht auch die Möglichkeit, dann ganz exakt bestimmte Bestandteile aus den Kräutern zu entnehmen. Das ist für manch einen Patienten wichtig, der je nach Tageszeit seiner Medizin andere Wirkstoffe entzieht. Mir sind aber auch einige Freizeitnutzerinnen bekannt, die darauf schwören, ihren Mighty Plus während einer Session mit zielgenauen Temperaturen nach oben zu fahren. Der Angus hier hingegen, der kann mit seiner maximalen Temperatur von 230 Grad Celsius im Gegensatz zum Mighty, der bei 210 Grad begrenzt ist, mehr Wirkstoffe aus eurem Kraut extrahieren. Durch die konische Form der Mighty Plus Kräuterkammer kann man ihn, wenn man denn draußen unterwegs ist, mit einem einfachen Schnitt aus dem Handgelenk entleeren, ohne ein Werkzeug zur Hilfe zu nehmen. Das funktioniert so nicht beim Angus, was durchaus ein Aspekt für die Schnelllade- und Rapid-Fire-Fraktion unter euch sein kann. Bei der Reinigung dann sind beide Geräte im Aufwand absolut identisch und werden von mir beide in die Kategorie pflegeleicht eingestuft. Wenn ihr sehen wollt, wie die Geräte jetzt genau gereinigt werden, findet ihr das dann auch in den jeweiligen Reviews. Runde 3. Akkutechnik. Der Mighty Plus verfügt über 2 fest verbaute 18650 Lithium-Ionen-Akkus, die gemeinsam über eine Ladekapazität von 6600 mAh verfügen. Über den verbauten USB-C-Port kann er dann mittels eines 45 Watt Schnellladegerätes in 40 Minuten auf 80% geladen werden. In einer knappen Stunde ist er dann komplett geladen. Eine Akkuladung reicht dann hier, je nachdem wie man dran saugt, für ca. 7 bis 10 Füllungen. Im Angus hier finden dagegen 2 austauschbare 18650 Lithium-Ionen-Zellen Platz, welche nicht mit im Lieferumfang inbegriffen sind. Diese können über einen USB-C-Port mit einer Ladeleistung von 2 Ampere in wenigen Stunden geladen werden. Auch beim Angus reicht dann eine Ladung je nach Nutzung für 7 bis 10 Füllungen. Nun, alleine aus Gründen der Nachhaltigkeit bin ich ein Riesenfan von austauschbaren Akkus.
Aber wie ich schon oft erwähnt habe, habe ich absolutes Verständnis für die fest verbauten Zellen im Mighty Plus, da dieses Gerät von sehr vielen Menschen medizinisch genutzt wird und es hier unter keinen Umständen passieren darf, dass zwei ungeschützte Lithium-Ionen-Zellen durch welchen Zufall auch immer durch die Bude purzeln und womöglich ausgasen. Und auch außerhalb des medizinischen Bereiches gibt es wohl Menschen, die nicht unbedingt mit ungeschützten Industriezellen hantieren sollten. Die Zellen im Mighty Plus sind auch für ihre Langlebigkeit bekannt und verrichten im Regelfall über viele Jahre ihre Dienste. Das Geheimnis ihrer Langlebigkeit dürfte in dem dreigeteilten Design des Mighty Plus liegen. Hierdurch gelingt es, die Akkus, welche sich hier in den äußeren Röhren befinden, von der Hitze des Heizelementes hier in der mittleren Röhre zu separieren. Was den thermischen Stress, den die Zellen während des Betriebs ausgesetzt sind, dann gegen Null senkt. Die austauschbaren Zellen hier im NGIS hingegen bieten die Option, einen weiteren oder womöglich gar mehrere Satz Akkus mit sich zu führen und so quasi beliebig viel Dampfpower in der Tasche zu haben. Wenn ihr die Zellen immer im NGIS lasst und intern ladet, könnt ihr sie, sollten sie mit der Zeit einmal in die Knie gehen, ganz einfach austauschen. Runde 4. Die Heizsysteme. Bei der Heizung des Mighty Plus hier haben wir es mit einem Hybrid-Heizsystem zu tun, in dem Induktions- und Konduktionswärme einfließen. Im Inneren des Mighty befindet sich eine Heizhelix, welche die einströmende Luft erhitzt, bevor sie in der Kräuterkammer hier auf das Dampfgut auftritt. Dies führt zu einem Konvektionseffekt. Zeitgleich erhitzt sich dann die Kräuterkammer und steuert so den Konduktionsanteil bei. Der Mighty Plus braucht nun circa 1 Minute, um aufzuheizen und um die voreingestellte Temperatur zu erreichen. Er hat eine einstellbare Temperaturrange zwischen 40 und 210 Grad Celsius. Bei der Heizung des NGIS haben wir es ebenfalls mit einem Hybrid-Heizsystem zu tun. Hierbei wird der Luftstrom durch eine 50 Watt Halogenbirne, welche von Glaskügelchen umgeben ist, erhitzt, was zu einem Konvektionseffekt führt. Auch die aus 316L Edelstahl gefertigte Edelstahl-Kräuterkammer erhitzt sich und bringt so noch einen leichten Konduktionseffekt mit ein. Der NGIS hier hat eine Temperaturrange von 180 bis 230 Grad Celsius. Nun, bei objektiver Betrachtung fällt uns zunächst einmal die höhere Maximaltemperatur des NGIS hier auf. Hierdurch lässt sich das Kraut denn auch um einiges stärker extrahieren als beim Mighty Plus. Zur Verdeutlichung mal, nachdem das Kraut im Mighty Plus bei 210 Grad extrahiert wurde, sitzt immer noch eine gute Wolke im Dynaweb drin. Vom Geschmack jetzt mal ganz abgesehen. Beim NGIS mit 230 Grad hingegen ist das AVB, also der absolut verdampfte Bubatz, denn auch wirklich durch und im Dyna kommt auch so gut wie nichts mehr raus. Eine weitere technische Komponente im NGIS, die einen Unterschied im Dampfverhalten beider Geräte macht, ist der thermische Speicher im NGIS, der durch die Glaskügelchen hier drin realisiert wird. Hierdurch bleibt der NGIS auch über extrem lange Züge in seiner Temperatur stabil und bricht null ein. Wenn ihr hingegen einmal einen langen Zug am Mighty Plus nehmt und dabei auf die Ist-Temperatur des Displays schaut, wird euch auffallen, wie der Mighty Plus in der Temperatur einbricht und dann auch einige Sekunden wieder braucht, um auf den voreingestellten Wert wieder hochzufahren. Auf den Dampf der beiden Geräte möchte ich dann aber später im Fazit noch einmal genau eingehen. Runde 5. Das Kühlsystem. Zunächst einmal sind sich die Kühleinheiten dieser beiden Geräte sehr ähnlich. Die Kühleinheit des Mighty wird mittels eines Bajonettverschlusses hier oben auf dem Gerät gehalten und kann durch eine 90-Grad-Drehung abgenommen werden. Sie kann geöffnet werden, indem sie mittels dieses Schiebers hier oben entriegelt wird.
Hier sehen wir dann, wie der Dampf im Inneren der Kühleinheit über einen maximal weiten Weg geleitet wird, bevor er gekühlt am Mundstück bereitgestellt wird. Die Kühleinheit des Mighty Plus arbeitet einwandfrei und kann auch einige Füllungen in Reihe gut handeln. Die Kühleinheit des Angus wird mittels 2 starker Magnete auf dem Gerät gehalten und kann so einfach abgenommen werden. Gegenüber der Mighty Plus Kühleinheit, die komplett aus Kunststoff gefertigt ist, ich zeige sie euch mal beide hier, wurde beim Angus noch ein Edelstahl-Kühlelement verbaut, welches den Luftstrom vorkühlt. Sie kann geöffnet werden, indem das Kühlelement auf der Unterseite in die Unlock-Position gedreht wird. Dann kann sie mittels der Magnete abgehoben werden. Hier sehen wir dann ebenfalls, wie der Dampf im Inneren der Kühleinheit durch einen maximal weiten Weg geleitet wird, bevor er hier am Angus am Glasmundstück zum Genuss bereitsteht. Auch das Kühlsystem des Angus hier arbeitet einwandfrei und kann ebenfalls einige Füllungen in Reihe gut vertragen. Dann habe ich hier noch einen Punkt, der jetzt nicht direkt unter das Thema Kühlsystem im eigentlichen Sinne fällt, aber irgendwie dann doch. Nämlich die thermische Entlastung der eigentlichen Geräte. Über die rundum am Mighty Plus hier befindlichen Kühlrippen kann er die im Inneren entstehende Hitze sehr gut abführen, so dass er auch beim Betrieb in hohen Temperaturen immer handwarm bleibt. Beim Angus hingegen ist ein Temperaturaustausch durch die Bauart und die verwendeten Materialien so nicht möglich. Das führt in der Folge dazu, dass sich der Angus an der Außenseite während des Gebrauchs gut erwärmt. Hier oben im Bereich des Edelstahldeckels wird der Angus sogar heiß. Durch die Verwendung des beiliegenden Vape-Bandes im oberen Bereich stellt in meiner Empfindung die Wärme dann überhaupt kein Problem mehr dar. Runde 6, das Fazit. Nun habe ich es mir bis zum Fazit aufgehoben, über die verschiedenen Dampfeigenschaften der beiden Geräte zu reden. Zunächst einmal liefern beide Geräte dichten und effektiven Dampf ab. Das steht außer Frage. Wie zuvor beim Heizelement benannt, kann der Angus durch seine 20 Grad höhere mögliche Temperatureinstellung dem Dampfgut mehr Wirkstoffe entziehen. Durch das Glasheizelement des Angus scheint mir das Terpensprofil, also der Geschmack der Kräuter, wesentlich klarer als im Mighty Plus. Er bleibt auch aufgrund der hohen thermischen Masse der Glaskügelchen konstant über lange Züge. Während eine Ladung im Mighty Plus schon nach, ich würde mal sagen, die Hälfte der Session spürbar an Terpenen verliert, ist das beim Angus erst in den wirklich letzten Zügen der Session schmeckbar. Der Dampf des Angus ist auch wesentlich milder und weniger kratzig als der des Mighty. Nun, welches der beiden Geräte würde ich denn jetzt welchen Menschen empfehlen? Dabei möchte ich jetzt zunächst einmal den auch womöglich entscheidenden finanziellen Faktor ausblenden. Da reden wir dann gleich drüber. Ich möchte hier zunächst einmal auf die medizinische Anwendung kommen. Für Menschen, die ein thermisches Extraktionsgerät rein zur Einnahme ihrer Medizin verwenden und ansonsten auch kein großes Interesse an Vaporizern haben, ist und bleibt der Mighty Plus wohl die erste Wahl. Befüllen, anmachen, dampfen, fertig. Die mittlerweile tausendfach dokumentierte Zuverlässigkeit und die Fähigkeit, immer gleich zu performen, sind als Kriterium für die medizinische Nutzung wohl auch nicht außer Acht zu lassen. Aber auch für Freizeitnutzerinnen, die ein ultra simples, zuverlässiges Gerät haben wollen, kann man den Mighty Plus immer noch uneingeschränkt empfehlen. Wenn ihr jetzt aber zu den Menschen gehört, die möglichst viel Geschmack und Effizienz aus ihren Kräutern rausholen wollen und ihr einen, wenn auch nur ganz kleinen Faible für technische Geräte habt, dann ist der Angus ein absolut faszinierendes Gerät, welches neben seinen Geschmacksqualitäten auch noch mit austauschbaren Akkus und einem erweiterten Temperaturbereich punkten kann.
dann möchte ich dem Angus auch noch gerne all denen ans Herz legen, die auf der Suche nach einem elektrischen Vape sind, um das Rauchen zu reduzieren oder ganz aufzugeben. Hier ist meines Erachtens der Luftstrom des Angus und der aus ihm resultierende Dampf wesentlich besser geeignet als der Dampf des Mighty Plus. So möchte ich euch auch allen, die ihr auf der Suche nach einem Rauchersatzgerät seid, mein Angus Review ans Herz legen. Hier gehe ich ganz genau darauf ein, warum ich den Angus hier als allererste Wahl sehe. Nun gibt es wohl einen Faktor, den man bei den beiden Kontrahenten hier nicht ausblenden kann. Und das ist der Preis. Ich tue mich in letzter Zeit immer schwer damit, über Preise hier auf dem Kanal zu reden, da der Markt zurzeit so stark schwankt und die Preise ständig in Bewegung sind. Es ist aber auf jeden Fall so, dass der Angus je nach aktueller Preislage nur 2/3 bis die Hälfte zum Mighty Plus kostet. Und das ist denn schon ein gewaltiger Unterschied und eine heftige Ansage. Um den Preisunterschied denn gerade mal in ein anderes Bild zu fassen, möchte ich euch mal etwas zeigen. Für euer Geld könnt ihr dann entweder den hier bekommen oder aber den hier und den hier. Und wenn ihr Sparfüchse seid, die auf den richtigen Deal warten, dann dürft ihr sogar fürs gleiche Geld diese Kombination draufsetzen. Lasse ich jetzt mal einfach so im Raum stehen. Von vielen Jahren der Erfahrung mit der Firma Storz und Bickel wissen wir, dass ein Mighty Plus zuverlässig über lange Zeit arbeitet. Da es diese Langzeiterfahrung hier beim Angus und der Firma Illvape nicht gibt, habe ich in den Wochen vor meinem Angus Review Video versucht, einen Langzeittest so gut es geht zu simulieren. Hier sind auch bei über 100 Füllungen des Angus unter derbster Behandlung keinerlei Probleme aufgetreten. Und da ich meinen Angus hier wirklich sehr gerne habe, hoffe ich auch, dass dies noch viele Jahre so bleiben wird. Nun haben wir ja beide Geräte einmal gegenübergestellt und falls ihr euch eines dieser Geräte anschaffen möchtet, lasse ich euch jetzt mal mit der Qual der Wahl soweit alleine. Es würde mich aber riesig freuen, wenn ihr euch einen dieser beiden Vaporizer oder irgendeinen anderen Vape holt, wenn ihr das über meinen Link unter dem Video und dann über meinen dicken grünen Button auf der Homepage macht. Wenn ihr schon eines oder gar beide dieser Geräte besitzt, würde mich auch eure Meinung zu diesem Vergleich einmal sehr interessieren. Da freue ich mich schon auf eure Kommentare. Weitere spannende Videos zum Thema thermische Extraktion von Trockenkräutern findet ihr übrigens hier auf meinem YouTube-Kanal oder aber auf meiner Homepage. Dort können dann auch meine 18+ Videos unter einfacher Altersabfrage angesehen werden. Tja, und nun sind wir wieder einmal am Ende dieser Episode angekommen und ich bedanke mich wieder recht herzlich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on Vapor's crowd clouds. The sun will shine. Vaping crowd clouds, smart vape designs, healthy bath in modern times. Make you feel fine. The sun will shine.